Meine Süße. Für was war der denn? Einfach, weil du so bist, wie du bist. Du fühlst dich ungerecht behandelt und willst dich endlich selbst verwirklichen. Aber noch wichtiger ist dir, dass du dabei deiner Familie nicht auf die Füße trittst. So sind wir Lahnsteins eben. Tja, was Rücksichtnahme betrifft, bist du wohl die rühmliche Ausnahme. Ja, wahrscheinlich werde ich deshalb auch nicht ernst genommen. Ja, das kann sein. Aber weißt du, viel wichtiger ist jetzt, dass du nur noch an dich denkst und an mich. Also, was hast du vor? Ich weiß es nicht. Vielleicht genieße ich einfach mal meine freie Zeit. Ja, genau, das schaffst du sowieso nicht. Doch, weil du mir dabei helfen wirst. Die hat uns übrigens morgen Nachmittag eingeladen. Kommst du? Vielleicht, wenn ich Zeit habe. Naja, also, wenn gerade jemand Zeit hat, dann doch wohl du. Sieht so aus, als hättest du dich auf einen langen Fernsehabend eingestellt, aber warum nicht? Ja, und er ist wahnsinnig inspirierend. Hast du wieder diesen Verkaufskanal geguckt? Ach, Quatsch. Weißt du, durch das Rumseppen ist mir eigentlich klar geworden, wie viel man im Leben noch machen kann. Zum Beispiel? Also, ich habe mindestens 8 Reisedokumentationen angeguckt. Über China, Nepal, Afrika. Man kann zum Beispiel lernen, Stoffe zu weben bei alten Berbern. Oder ein Modecafé aufmachen in Namibia. Da würde ich auch so gern mal hin. Namibia. Ach, ich weiß nicht. Ach, das ist doch nur so eine Idee. Weißt du, die Welt steht uns offen. Man kann so viel lernen. Zum Beispiel Stickereien aus Edelstein in Ecuador. Oder Mode, die wie Sandgemälde aus Tibet. Oder Mode, die inspiriert ist von der Unterwasserwelt in Australien. Eindeutig eine Überdosis an Dokus heute. Ach komm, lass uns irgendwas Verrücktes machen, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben, Marina. Ja, wenn ich das nächste Mal Urlaub habe, aber jetzt ist erstmal Schluss damit. Ich lächze nach dir. Ganze Nacht durchgearbeitet? Ist ja voll der Workaholic. Ja, das ist eben ihre Art, sich zu entspannen, weißt du? Ein bisschen abhängen, rumträumen. Aber ich gönn's ihr. Ich kann dir auch noch eines für Rebecca mitgeben, wenn du willst. Nix da. Wer nicht kommt zur rechten Zeit. Dabei wollte sie eigentlich. Was macht sie jetzt eigentlich? Keine Ahnung, ihre Freizeit genießen, nebenbei Urlaubspläne schmieden. Urlaub. Wann? Wohin? Du, nichts Konkretes. Das ändert sich bei Rebecca ja auch dauernd. Gestern, da wollte sie noch nach Namibia. Heute kann es schon wieder Indien sein oder Japan. Und dir ist das egal? Ja, eigentlich schon. Obwohl, jetzt, wo ich so bei euch sitze, eigentlich will ich gar nicht weg. Ich find's bei euch am schönsten. Marlene, entschuldige, ich habe dieses Kaffeetrinken total vergessen. Bist du sehr sauer? Schon in Ordnung. Also bei mir weiß ich es ja, aber was ist das bei Ihnen, wenn Sie so eine Falte zwischen den Augen kriegen? Ist das ein Ja? Nein, das heißt, Sie können mich mal. Ich werde unter keinen Umständen zurückkommen. Jetzt hör dir doch bitte wenigstens mal an, was er dir anbieten möchte. Nein, es gibt nichts, was meine Meinung ändern könnte. Man kann jede Meinung ändern. Was ist bei Ihnen? Mehr Geld, mehr Freiheit, ein anderer Titel? Sagen Sie es einfach. Ich bin hier in der Position, um Träume wahr werden zu lassen. Danke, aber dafür sorge ich selbst. Ich habe nämlich eine tolle Freundin, geniale Entwürfe und einen Traumladen. Und deshalb werde ich schon nächste Woche mein eigenes Ding durchziehen. Und zwar in New York. New York? Ich lasse Träume wahr werden. Da haben sich meine Brüder ja einen richtig tollen Zauberkünstler geangelt. Der wird LCL bestimmt retten. Ja, aber um ehrlich zu sein, interessiert mich das gerade überhaupt nicht. Du hast recht, mich auch nicht. Von dem bestimmt nämlich keiner mehr über mein Leben. Ja, aber du über meins, oder wie? Was ist jetzt mit dir los? Mit mir? Du verkündest da drin vor versammelter Mannschaft, dass wir zusammen nach New York gehen, ohne mich vorher zu fragen. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? 2 Milchkaffee bitte, ja? Wann hattest du vor, mich zu fragen? Auf dem Weg zum Flughafen? Nein, eigentlich hat sich der Gedanke, nach New York zu gehen, erst vorhin richtig festgesetzt. Weißt du, als ich mit Lizzie telefoniert habe und sie mir gesagt hat, dass mein Lieblingsladen in der Stanton Street frei wird. Den willst du mieten. Das ist eine Traumlocation, Marlene. Ich könnte mich da selbstständig machen mit meinen Entwürfen. Ganz genau das, wovon ich in den letzten Tagen gesprochen habe. Moment. Du hast in den letzten Tagen von so unglaublich vielen Dingen gesprochen. Von Namibia und dann wieder Australien, von was weiß ich was noch allem. Aber das waren doch alles nur lose Ideen. Ich habe nichts davon ernst genommen. Du vielleicht, aber ich schon. Wie, du hast nichts davon ernst genommen, wenn ich zu dir gesagt habe, dass ich was Neues aufmachen will und dass uns die ganze Welt offen steht? Als Urlaub, okay. Aber es war nie die Rede davon, dass wir hier plötzlich alle Zelte abbrechen. Im Gegenteil. Rebecca, ich finde, du solltest dir das mit LCL noch mal überlegen.
Ich meine, wenn die dich zurückhaben wollen, dann ist es doch ein Zeichen, dass sie dich und deine Arbeit sehr schätzen. Ich soll also weitermachen wie bisher und einfach die Zähne zusammenbeißen wie du. Was ist aus deinen Träumen geworden, Marlene? Du sitzt gerade in diesem Job fest, ja, für den du total überqualifiziert bist. Und in deiner Freizeit, da versuchst du, die Rolle deiner Mutter zu übernehmen, um es allen recht zu machen. Hör zu, Rebecca. Ich weiß, dass in eurer Familie jeder nur an sich denkt. Aber in meiner ist das eben anders. Und aus diesem Grund werde ich meinen kleinen Bruder und meinen Vater sicher nicht im Stich lassen. Und wenn du unbedingt nach New York gehen musst, dann tu's. Aber tu's ohne mich. Sie will tatsächlich zurück nach New York und geht einfach davon aus, dass ich mitkomme, ohne mich vorher zu fragen. Das geht ja gar nicht. Ja. Und das habe ich ihr auch genauso gesagt. Aber mal davon abgesehen, hast du keine Lust, nach New York zu gehen? Naja, aber ich kann doch nicht einfach so nach New York ziehen. Warum nicht? Na, weil Tommy und Papa. Ich kann auch nicht die Familie im Stich lassen. Ist ja nett, dass du dich um alle kümmern willst. Aber so ganz alleine lässt du die ja auch nicht, oder? Ja, und abgesehen davon, ich meine, was soll ich den ganzen Tag machen, während Rebecca ein Modelabel aufbaut? Makramee oder Pilates? Dir werden schon 1000 spannende Ideen kommen, was du tun kannst. Wenn nicht in New York, wo dann? Ja, du hast recht. Wir müssen nicht weg. Wir können auch hier bleiben, bei deiner Familie. Hauptsache, wir sind zusammen. Weißt du, seit ich bei LCL gekündigt habe, da habe ich irgendwie das Gefühl, ich könnte einfach alles schaffen. Und diese Energie, die möchte ich gerne in was Neues stecken. Und irgendwie wünsche ich mir, dass es dir genauso geht. Eigentlich hast du recht. Na klar, es stimmt, ja. Ich trauere dem Singen jetzt nicht mehr jeden Tag hinterher, aber so was richtig Neues für mich habe ich auch noch nicht gefunden. Weißt du, der Job bei LCL, das macht mir Spaß, wirklich. Aber so ganz ausfüllen tut er mich nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich gerade überhaupt nicht, was ich eigentlich vom Leben will. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Komplizierte, egomane Designerin sucht kompetente, sexy Geschäftsführerin für In-Label. Und Blondinen werden bevorzugt. Ach, weil sie denkt, dass sie mit Blondinen ein leichteres Spiel hat, oder? Ja, genau. Ja, dass sie sich da mal nicht täuscht. Hast du das vorhin eigentlich ernst gemeint? Was denn? Dass ich Blondinen bevorzuge? Nein, das habe ich schon gemerkt. Ich meine das andere. Mit der Geschäftsführerin? Ja. Und wenn? Dann würde ich sagen, dass ich glaube, dass wir auch da ein tolles Team wären. Das heißt, du könntest dir wirklich vorstellen, mit mir ein Modelabel aufzuziehen? Unter einer Bedingung. Welche? Wir sprechen alle Entscheidungen miteinander ab. Keine Alleingänge mehr. Okay, Frau Geschäftsführerin. Und wo bitte könnte man sowas besser aufziehen als in New York? Lass es uns tun, Rebecca. Lass uns zusammen nach New York gehen. Jetzt echt? Ja. Ich möchte aber nicht, dass du das nur mir zuliebe tust. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, stell dir mal vor, wir beide in Manhattan, der absolute Wahnsinn. Ich kann dir auch schon erste Skizzen von dem Ladenlokal zeigen. Weißt du, wie ich mir das so vorstelle und so. Kennst du eigentlich die Staples Street? Oh, Marlene, du wirst dieses Viertel lieben. Wäre es okay, wenn du einen Gang zurückschaltest? Weißt du, ich muss erst mal mit dem Gedanken klarkommen, dass wir beide nach New York gehen und mir überlegen, wie ich es meiner Familie sage. Ja, alles gut. Du gibst das Tempo vor. Du bist der Boss. Hab ich's dir doch gesagt. Leg dich nie mit daneben an. Nach der Mittagspause springt Doris für mich für 2 Stunden am Empfang ein. Dann hast du dir extra für mich freigenommen. Für uns. Wir haben eine Menge zu besprechen. Also hör zu, ich habe mit dem Vermieter von dem Laden in der Stanton Street telefoniert. Der schickt uns ein Exposé. Und ich habe eine Näherei entdeckt in Jersey. Der Tipp kam übrigens von Gavin. Wie? Mit dem hast du auch schon gesprochen? Mein Gott, legst du ein Tempo vor. Kompetent und sexy. Mein Jobprofil. Erfüllt. Ich kann mir keine bessere Geschäftsführerin für unser gemeinsames Label vorstellen. Rebecca lässt sich keinen anderen Designer vor die Nase setzen, also schmeiß Wut wieder raus. Das kann ich nicht. Der Vertrag ist unanfechtbar, das habe ich doch längst überprüft. Der Typ ist seit 2 Tagen bei uns angestellt und noch nicht einmal aufgetaucht. Ja, Moment mal, du hast mich doch die ganze Zeit kirre gemacht, dass wir um jeden Preis Wood gewinnen müssen. Sonst hätte ich ihm noch niemals so viele Freiheiten zugebilligt. Wie sieht's mit den Entwürfen aus?
3. Ich habe genau 3 geschafft. Ist doch okay, oder? Weißt du, auf was ich mich am meisten freue? Wieder in deinem New Yorker Viertel zu sein? Auf die Freiheit, einfach irgendwas Neues anzufangen. Weißt du, ohne Einschränkungen und Vorgaben. Vor allem ohne Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Ja, nur weil meine Brüder denken, sie brauchen irgendeinen angeblich großen Namen, um LCL wieder nach oben zu bringen. Erst Yuri Adam, jetzt Damien Wood. New York. Marlene war gar nicht begeistert von der Idee. An dem Punkt können wir ansetzen. Ich werde Mode auf den Laufsteg bringen, die alle widersprüchlichen Sehnsüchte der Frauen spiegelt. Und hast du dir schon überlegt, wie das Label heißen soll? Ich werde es auf keinen Fall unter meinem Namen rausbringen. Ich will jede berufliche Verbindung zur LCL kappen. Das klingt nach Manipulation. Hast du eine bessere Idee? Nein. Das hat Tristan behauptet? Das ist ja unfassbar. Ich hätte keine Vision und würde nur auf Sicherheit gehen? Das hat er natürlich nur gesagt, um mich zu verunsichern. Aber ist das wirklich das, was du willst? Was dich glücklich macht, New York? Ja, mit dir zusammen schon. Guck mal, ich habe hier ein Exposé mit allen Daten von der Stanton Street. Guck sie einfach mal durch und wir reden später drüber. Ich muss nämlich weiter. Okay. Tschüss, bis später. Ja. Frau von Lahnstein? Sie. Ihre Reaktion nach können Sie sich zumindest an mich erinnern. Das ist gut, das macht die Sache einfacher. Also man müsste sich das natürlich alles vor Ort noch mal genauer angucken. Aber was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist der Boden, meint Philipp. Und der Ich hat will mit richtig Ihnen ein Konzept erarbeiten, als Team. Lassen Sie uns etwas auf den Laufsteg bringen, was die Leute wegfegt. Ihre Kollektion. Provokant, schrill, jungfräulich und gewagt, unkonventionell und trotzdem klassisch, mädchenhaft. Einfach eine Mode, die alle Sehnsüchte von Frauen widerspiegelt. Jetzt hören Sie mir mal zu. Wenn wir schon baden gehen, dann zusammen als Team, klar? Hörst du mir überhaupt zu? Oh Gott, entschuldige. Was ist denn los? Ach, nichts. Mir ist nur kalt, das ist alles. Ja. Gibt es irgendwelche Probleme? Nein, warum? Hi. Hey. Sicher nicht? Was? Nee, wieso? Nur weil ich gerade mit Tora Hellström geredet habe. Ja? Auch wenn der Typ ein ziemlich ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat. Aber wie kommt er plötzlich auf die Idee, dass du zurück zur LCL willst? Du, keine Ahnung. Ich habe Nein gesagt. Der war ganz überrascht, dass ich das nicht bestätigen konnte, weil du ja so begeistert von seiner Konzeption bist und er von deinen Ideen. Und Marlene, wie sieht's aus? Ein Burrito oder was zu trinken? Rebecca, ich will nur wissen, ob sich an unseren Plänen irgendwas geändert hat. Nein. Ich weiß ganz genau, wie gern du weiter für LCL gearbeitet hättest. Nur eben unter anderen Umständen. Und wenn du jetzt plötzlich wieder Feuer gefangen hast, dann möchte ich das wissen. Marlene, ich habe dir doch versprochen, dass wir nach New York gehen und... Moment. Lass uns ganz kurz eine Sache klarstellen. Du hast es mir versprochen? Du hast entschieden, dass wir beide nach New York gehen, ohne mich vorher zu fragen. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Du hast mich überredet. Ich wollte erst noch gar nicht wegen meiner Familie, aber jetzt, weißt du, jetzt freue ich mich darauf. Weil ich daran glaube, an uns und an unser gemeinsames Projekt. Ja, das werden wir auch durchziehen. Nein, so bestimmt nicht. Du überlegst jetzt, was du willst. Und wenn und nur, wenn du dir ganz sicher bist, dass du nicht doch lieber hier bleiben willst, dann können wir wieder über New York reden. Und? Sicher, dass es keine Probleme gibt? Bist du sicher? Ja. LCL ist für mich gestorben. Warum tun mir meine Brüder das an? Warum trauen die mir nichts zu? New York, wir kommen. Becky, wir haben Neuigkeiten für dich. Ist mir scheißegal, verpisst euch. Wir haben Damien Wood gefeuert. Genau, wie du es wolltest. Okay. Ich weiß, wir haben uns benommen wie die letzten Arschlöcher. Okay, er ist vielleicht immer eins. Was ist? Bist du wieder an Bord? Und ihr akzeptiert alle meine Bedingungen.
Dein Name auf allen Designs. Du bist die alleinige Chefdesignerin. Und wenn das Controlling nicht meckert, hast du volle künstlerische Freiheit. Ist es das, was du wirklich willst? Entschuldige, ich dachte einfach, Es ist okay. Dann bleiben wir hier. ist das wirklich okay? Ich liebe dich. Ja, auf geht's. Wir müssen eine Firma retten. Ach, du weißt doch, wie das ist. Irgendjemand redet mit irgendjemandem und schon macht's die Runde. Zum Glück hat Tristan bestätigt, dass das nicht stimmt. Aber ich habe trotzdem den ganzen Tag damit verbracht, die Wogen zu glätten. Ist irgendwas? Stimmt leider doch. Wir können dieses Jahr keine Boni ausbezahlen. Nee. Tristan hat gesagt, der Bonus steht. Tristan wollte wahrscheinlich die Mitarbeiter vor den Fashion Days nicht demotivieren. Die Leute hier tun alles, um eine fantastische Show auf die Beine zu stellen. Findest du nicht, dass sie den Bonus verdient hätten? Natürlich, das steht überhaupt nicht zur Frage. Ich würde ihnen den Bonus auch zahlen, aber es geht nicht. Rebecca, die Leute haben mit diesem Geld gerechnet. Sie haben sich darauf verlassen. Marlene, wir haben das doch schon gestern geklärt. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Du bist doch auch eine von Lahnstein. Ja, aber ich bin auch eine Mitarbeiterin von LCL, genauso wie alle anderen auch. Und ich habe mich auch auf dieses Geld verlassen. Keine Angst, du wirst auf dem Schloss schon nicht verhungern. Dafür sorge ich persönlich. Ich lebe aber nicht von deinem Geld und ich lasse mich nicht von dir aushalten und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand denkt, dass es so wäre. Weißt du, es ist echt nervig genug, sich immer wieder von den Kolleginnen daran erinnern zu lassen, dass ich als Freundin der Stardesignerin ja gar nicht wirklich zu ihnen gehöre. Dann hör einfach nicht auf sie. Ich finde das auch doof, Marlene, aber ich kann es nun mal nicht ändern. Und was wird mit den Leuten? Die regen sich 2, 3 Tage auf und dann ist die Sache erledigt. Das ist immer so. Jetzt bitte nimm dir das nicht so zu Herzen. Ich verspreche euch auf jeden Fall, dass ich alles dafür tun werde. Das wollte ich hören. Wir verlassen uns drauf. Chefetage an die Arbeit. Marlene, du bringst die Mitarbeiter gegen uns auf. Ich? Ach, das waren wohl eher deine Brüder mit der Streichung der Bonuszahlung. Die, wie du weißt, nicht grundlos geschieht. Man kann aber doch auch an anderer Stelle einsparen. Nicht vor den Fashion Days. Mann, das ist die letzte Chance für LCL. Ich weiß. Da darf bei der Präsentation wie bei der Kollektion nicht gespart werden. Das heißt, es bleiben nur die Bonuszahlungen. Ich verstehe, dass du als Chefdesignerin das so siehst, aber ich sehe das anders. Das interessiert bloß keinen. Entschuldige. Redest du jetzt eigentlich gerade als Chefin mit mir oder als meine Freundin? Marlene. Nein, Rebecca, wirklich. Lass uns in der Sache professionell bleiben. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde, dass die Streichung der Bonuszahlung ein Fehler ist und ich möchte das offen sagen dürfen, ohne dass du sauer auf mich bist. Okay. Danke. Mach dir keine Hoffnung, dass du Tristan umstimmen kannst. Und daran bin ich schuld? Nein. Aber Tristan dreht gerade ein bisschen durch. Er hat mir vorgeworfen, dass ich dich mit firmeninterner versorgt haben soll. Mach dir keinen Kopf. Es ist okay, du hast ja einen Kompromiss gefunden, wo beide Seiten mit leben können. Trotzdem bin ich heilfroh, dass dieser Spuk endlich vorbei ist. Rebecca, hör mal zu, die Kollegen, die würden mich gerne zur Sprecherin der Belegschaft machen. Und um ehrlich zu sein, ich würde den Posten ganz gerne annehmen. Und was ist da mit uns? Dann können wir ja gar nicht mehr offen miteinander reden. Wieso? Wir können Berufliches und Privates doch ganz einfach trennen. Das ist uns bisher auch total gut gelungen. Ja, bisher. Da warst du auch noch nicht Sprecherin der Gegenseite. Gegenseite? Das ist echt interessant, welche Ansichten du hast. Ach, jetzt komm schon, Marlene. Wenn's hart auf hart kommt, dann ist das doch so. Oder siehst du dich jetzt als große Heilsbringerin, die von beiden Seiten gefeiert wird? Das wäre ganz schön naiv. Rebecca, was ist los mit dir? Ich verstehe einfach nicht, wie du so eine Aufgabe freiwillig übernehmen kannst. Natürlich färbt das auf unsere Beziehung ab. Gut, dann nicht. Es ist nur was, das hat sich in dem Moment einfach irgendwie richtig angefühlt für mich. Aber wenn du in der Sache nicht hinter mir stehst, dann... Nein, Marlene. Es tut mir leid, so war das nicht gemeint. Du hast recht.
wir haben das ja bisher auch ganz gut hinbekommen. Und wenn dir diese Aufgabe wirklich so wichtig ist, dann solltest du sie auch übernehmen. Wirklich? Ja, die Wogen sind ja jetzt auch erstmal geglättet und dann hoffen wir mal, dass es demnächst nicht schon wieder einen Streit gibt. Oh, hey, Ich muss was mit ihm besprechen. der Anruf war wichtig? Was ich Ihnen zu sagen habe, ist auch wichtig. Wir haben gleich eine Besprechung im Kleiderfundus. Eine Pause ist erst in 30 Minuten. Vielleicht kann ich ja mit Ihrer Chefin sprechen und die macht mal eine Ausnahme. Sie, mit meiner Chefin, die ist doch selber der totale Workaholic und steht immer völlig unter Strom. Vielleicht will sie sich ja ändern und mehr Muße und Sinnlichkeit in ihr Leben lassen. Die sich ändern? Niemals. Und was ist, wenn sie es Ihnen verspricht? Na, dann bräuchte ich da schon Beweise. Und außerdem ist verabredet, Berufliches und Privates strikt zu trennen. Also, wenn ich Sie jetzt auffordere, mich in den Kleiderfundus zu begleiten, ja, dann ist das natürlich streng beruflich. Ja, dann ist es natürlich auch eine Ausnahme. Oh, meine Chefin geht ja ganz schön hart. Ah, time is money. Vorsicht. Das ist mein neuer Entwurf, da darf nichts rankommen. Ist aber wirklich schön geworden. Ja, das ist er. Aber er ist nicht so schön. Nein, sag's nicht, bitte, das wird richtig kitschig. Warum? Ich möchte sagen, dass meine Freundin die schönste Frau der Welt ist. Du bist süß, vor allem, wenn man dich nicht versteht. Wenn das der Entwurf so gut geworden ist, das habe ich auch dir zu verdanken. Wieso? Weil du dafür gekämpft hast, dass die Mitarbeiter ihren Bonus bekommen. Und jetzt arbeiten sie 150%. Siehst du, manchmal ist es eben doch ganz gut, an die Gemeinschaft zu denken. Entschuldigung. Tore, der soll warten. Sorry. Das ist echt ein verrückter Typ. Aber irgendwie auch interessant. Wie interessant. Nein, jetzt nicht so, wie du denkst, aber manchmal da flirtet der mit mir, so am Empfang. Tut er? Ja, das ist so ein Spiel, aber ist irgendwie auch lustig. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, über den Typen zu sprechen. Kannst du vielleicht mal anklopfen? Anklopfen im Kleiderfundus. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich suche nur was. Ich muss mal hier durch. Da ist er schon. Und wir müssten dann noch mal kurz, also ich müsste noch mal kurz mit dir sprechen. Was? Ja, in Ordnung. Würdest du trotzdem jetzt mit diesem einen goldenen Schuh dieses Zimmer... Ach, ja. Schade, und ich habe immer gedacht... Raus. Ihr seht schon ganz schön sexy aus. Kann ich nicht noch ein bisschen zugucken? Das ist ein Nein. Viel Spaß noch. Verpiss dich! Von wem weißt du das? Jessica. Habe ich's mir doch gedacht. Ist doch auch egal. Wann hattest du vor, mir zu erzählen, dass ihr vorhabt, 2/3 der Belegschaft zu entlassen? Also erstens, ja, habe ich das selbst erst gerade erfahren. Und zweitens ist das noch gar nicht entschieden. Das sind nur Überlegungen von Tristan. Und wie stehst du dazu? Kannst du mal ein bisschen leiser reden? Kannst du meine Frage beantworten, bitte? Ich finde es natürlich nicht gut. Das habe ich meinen Brüdern auch gesagt. Okay. Das heißt, du wirst verhindern, dass Tristan seinen absurden Plan durchzieht. Das ist eh erst nach den Fashion Days Thema. Das ist egal. Auf welcher Seite stehst du? Mann, hatten wir diese Diskussion nicht erst vor ein paar Tagen? Ja, weil sie wichtig ist. Also, willst du jetzt was dagegen tun oder nicht? Ja, das will ich. Aber bitte versprich mir, dass du es erstmal für dich behältst. Sonst können wir die Fashion Days gleich absagen und meine ganze Arbeit ist am Arsch. Ja, ich versuch's. Mein Gott, bist du stur. Danke. Ich hab dich auch lieb. Warum nicht? Hey Leute, vielleicht ist genau das die Lösung. Im Ernst, wer macht denn hier bitte noch Dienst nach Vorschrift? Keiner. Das würde nämlich bedeuten, keine Wochenendarbeit, keine Überstunden und keine verkürzten Pausen. Ja, und die könnten uns nichts, weil wir arbeiten ja. Ein Bummelstreik. Das Problem ist nur, dass wir so niemals fertig werden bis zu den Fashion Days. Ja, und weil genau das keiner will und schon gar nicht die Führungsetage, lenken die vielleicht schnell ein. Entschuldigung.
Entschuldige, es ging nicht anders. Tristan hat nicht mit sich reden lassen. Du hättest mit mir reden können. Es ging jetzt aber darum, schnell zu handeln. Weißt du, wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir hier was erreichen wollen. Wir. Was für ein Wir? Marlene, musst du hier alle aufhetzen? Aufhetzen? Ich muss hier gar niemanden aufhetzen. Ist doch kein Wunder, dass hier miese Stimmung ist, wenn Tristan die Produktion nach Rumänien verlegen will. Du weißt ganz genau, dass ich das auch eine total blöde Idee finde. Aber dass du mir mit einem Streikaufruf in den Rücken fällst, das hätte ich nicht von dir erwartet. Und das kurz vor den Fashion Days. Hallo? Ich habe gerade verhindert, dass hier ein Riesenstreik ausbricht. Ach komm, ob Streik oder Bummelstreik. Das Ergebnis ist das gleiche. Meine Kollektion wird nicht rechtzeitig fertig und dann können wir hier alle einpacken. Rebecca, die Leute müssen doch irgendetwas tun. Sie kämpfen nur um ihre Jobs. Kannst du das nicht verstehen? Nein, für mich ist das Erpressung. Und da habe ich kein Verständnis für. Schade, dass du das so siehst. Ich finde, sie wehren sich noch. Durch Sabotage, das ist ja toll. Hör zu, bei einem Bummelstreik ist das ebenso. Aber glaubst du ernsthaft, dass hier alle weiterhin Überstunden schieben nach dieser Nachricht? Ich dachte einfach, ich kann mich auf dich verlassen. Hör zu, können wir das irgendwo unter vier Augen klären? Meinetwegen. Was ist dein Problem? Ja, natürlich hast du meine Position. Natürlich hat es meine Situation schwieriger gemacht. Wenn die Näherinnen einfach in Streik gegangen wären, dann hätte Tristan sie abmahnen können und dann wäre Ruhe gewesen. Ja, und das ist deine Art der Problemlösung. Es geht hier um meine Kollektion. Ja, natürlich geht's um deine Kollektion, weil es wie immer nur um dich geht. Nein, es geht hier hauptsächlich um LCL. Ja, natürlich geht's auch um mich. Ich dachte einfach, dass du dich freust, dass ich nach meinem Burnout endlich mal wieder tolle Ideen habe und dass ich allen beweisen kann, was in mir steckt. Ohne dass mir irgendein Yuri Adam oder ein Damien Wood vor die Nase gesetzt wird. Und du wirfst mir vor, dass ich dir das kaputt mache? Dass du nach New York gehen wolltest, ohne vorher mit mir drüber zu reden, da wäre ich mitgekommen. Ich hätte für dich das hier alles zurückgelassen, obwohl meine Familie mich gebraucht hätte. Ja, ich weiß. Ich hatte alles vorbereitet für unser neues Leben, für deinen Flexstore. Aber dann hast du die Rolle rückwärts gemacht und ich habe es wieder akzeptiert. Ja, das stimmt. Ja, aber dann wirf mir nicht vor, dass ich gegen dich arbeite. Was die Firmenpolitik betrifft, haben wir verschiedene Ansichten, ja. Aber erwarte nicht von mir, dass ich meine Prinzipien über Bord werfe. Aber du kannst doch warten, Rebecca, einfach warten bis nach vergiss dem es. Fashion. You said you'd be there for me in times of trouble when I need you when I'm down. Ach, hier bist du. Sag mal, warum gehst du nicht an dein Telefon? Ich suche dich seit einer halben Stunde. Hast du nicht gehört? Was ist denn los? Hat heute jemand Schlafmittel ins Trinkwasser gemacht oder was? Mir kommt's vor, als ob hier alle in Slow-Mo rumtappeln. Bummelstreik. Die Mitarbeiter haben mitbekommen, dass Tristan vielleicht die Nähabteilung auslagern will. Und jetzt machen alle nur noch Dienst nach Vorschrift. Ja, dann schnappen wir uns eben die Praktikantin und fragen deine Freundin, mit der wollte ich sowieso schon immer mal Überstunden schieben. Entschuldigung. Nicht deswegen. Marlene ist an allem schuld. Sie hat das angezettelt. Okay, verstehe. Ich nicht. Das kannst nur du klären, Tristan. Und am besten gehst du zu Marlene. Die ist nämlich dafür verantwortlich, dass alle hier nur noch im Schneckentempo arbeiten. Marlene? Und wie ich es mit ihr kläre. Caro, hey. Wenn du alles erledigt hast, dann kannst du eigentlich auch gehen. Schon, aber Es wird dich auch niemand für eine Streikbrecherin halten, wenn du noch hier bleiben und kreativ arbeiten möchtest. echt? Na klar. Kann ich irgendwie helfen? Ja, Sie können mir helfen, die andere Puppe mit rüber zu tragen. Die da. Unten anfassen. Schönen Feierabend. Ich habe jetzt kapiert, warum du dich für die Belegschaft einsetzt. Und ich respektiere das. Es tut mir leid, dass ich dich nicht unterstützen kann, aber ich muss diese Kollektion machen. Ich will allen beweisen, was in mir steckt. Auch wenn du das egoistisch findest. Es ist egoistisch. Aber ich kann dich nur zu gut verstehen, also viel Erfolg. Und jetzt sieh zu, dass du an die Arbeit kommst. Die Mitte. Die Handtasche muss erleben. Was? Die Puppe ist irgendwie eine Schlaftablette. Überall als Model völlig ungeeignet. Und irgendwie ist das alles noch zu kopflos. Es ist ja auch eine Schneiderpuppe, ne? Ja. Braucht da irgendwie mehr Leben. Kannst du dich mal dahinter stellen? Okay. Halt, nicht bewegen. Das ist es.
Das muss ich mir, glaube ich, mal aus der Nähe betrachten. Rebecca, du bist perfekt. Ich finde, du solltest das Kleid auf der Show selber tragen. Ja, klar. Ich meine das ernst. Als Designerin, findest du das nicht ein bisschen eingebildet? Nein, selbstbewusst. Außerdem habe ich überhaupt keine Modelmaße. Wer braucht Titel? Du hast den Glow. Das ist echt ein Knall. Das mag ich ja. Also bei der Arbeit, ne? Nicht, dass du noch eingebildeter wirst. Ja, nein, also ich doch nicht. Es geht hier aber nicht darum, irgendjemandem eine Lektion zu erteilen. Na ja, klar, dass das von dir kommt. Du bist ja selbst eine halbe Oh, Lahnstein. Nicole, kannst du mal mit deinen Prollparolen aufhören? Das nervt. Und selbst du solltest endlich kapieren, dass wir mehr erreichen, wenn wir sachlich bleiben. Als das verborgene Gesicht einer Frau. Die Lahnsteins haben es gerade nicht leicht. Tanja liegt im Koma. Ja, okay, du hast ja recht. Es soll keine Schlammschlacht werden, aber die müssen uns auch ein bisschen entgegenkommen. Hast du denn wenigstens bei Rebecca was erreicht? Tut mir leid, aber sie ist felsenfest davon überzeugt, ihre Kollektion bis zu den Fashion Days zu stemmen. Die denkt nämlich auch bloß nur an ihren Ruhm. Jetzt, wo ich endlich mal allein ins Rampenlicht schillern kann. Rebecca ist eben Designerin mit Leib und Seele und im Endeffekt tut sie nichts anderes als wir. Sie kämpft für ihren Job. Ich kann das verstehen. Dafür würde sie arbeiten bis zum Umfallen. Sie legt gerade schon wieder eine Nachtschicht mit Thora ein. Das war eine einmalige Sache.